Der letzte Teil meiner Reise beginnt. Ich habe heute Nacht in Leskun geschlafen, in dem kleinen Bergdorf hinter mir mit nicht mal 200 Einwohnern. Letzte Etappe auf jeden Fall. 165 Kilometer, 9000 Höhenmeter hoch, 10.000 runter. Dann bin ich am Meer. Und dann ist die Reise auch geschafft dieses Jahr. Verrückt, ging schon wieder richtig schnell. Na, jetzt schaue ich mal, dass ich noch das Beste aus den letzten 5 Tagen mache. Einfach das Beste, was man kriegen kann. Ich liebe es an den Bergen. Einfach Quelle, Wasser und noch einen schönen Ausblick haben, den ich gerade echt habe. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ich das vermissen werde, wenn ich zu Hause bin. Diese Stille genießen und eiskaltes Wasser aus einem Bach trinken. So frei! Alter Verwalter. Ich hatte schon richtig viele schöne Zeltplätze, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Scheiße, ich werde jetzt hier gleich mein Zelt aufschlagen. Und dann habe ich einfach die Aussicht hier. Der hohe Berg da hinten ist Pic de Ory. Und Pic de Ory ist der erste, beziehungsweise für mich der letzte Berg, der über 2000 Meter ist. Das heißt, danach geht's ja eigentlich raus aus den Bergen. Keine 2000 Meter hohen Berge mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch der westlichste Berg über 2000 Meter von den Pyrenäen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung, es ist so krass. Vor allem hier ist alles voller Wolken. Und dann hören die Wolken hier so langsam an dieser Kante auf. Und da sind keine mehr. Schau euch das an, wie das hier runterzieht. Wie das hier den Hang runterzieht. Alter! Ich werde jetzt mein Zelt schnell aufbauen und wenn die Sonne untergeht, dann wird das, glaube ich, richtig krass. Das ist so geil. Ich kann mich über Zeltplätze immer freuen wie ein kleines Kind. Also so richtig. So, ich spüre, wie mein Herz pocht und wie ich mich gerade freue, dass ich hier mein Zelt aufschlagen darf. Die Welt ist so geil. Die Welt ist so schön. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das ist unglaublich.
Die Sonne. Ah. Die Nächte werden jetzt schon so warm, dass ich keine lange Unterhose mehr in der Nacht anhab. Was jetzt in den Pyrenäen kein einziges Mal der Fall war. Das ist echt witzig. Ich habe gedacht, es wird richtig kalt in den Pyrenäen. Da hatte ich Handschuhe, Mütze und Jacke kein einziges Mal an und die Microspikes einmal. Das ist allein 600 Gramm oder so von meiner eh schon reduzierten Ausrüstung, was ich kein einziges Mal gebraucht habe. Ich habe so Glück mit dem Wetter, es ist unglaublich. 4 Wochen Pyrenäen und ein paar Mal Nebel, aber kein einziges Mal richtiger Regen. Na gut, aufstehen, Zelt zusammenpacken und dann geht's auf den Pictori. Da hoch. Das wird ein hervorragender Tag wieder. Oh je. Ich bin schon wieder in Höchststimmung. Jeden Tag. You know Cassandra was always right. Rock and roll could have saved her life. The fickle beauty and a fickle light. Team up and take out all of my fight. Also in die Richtung muss ich, und das fühlt sich an, als könnte ich hier schon das Meer sehen. Tue ich aber nicht. Letzter Jahr. Vor mir geht gerade die Sonne unter. Und gleich geht's ins Bett. Ziemlich schön mal wieder, oder? Das ist das beste Leben, was man haben kann. Baguette, Salami, Käse. Zelt im Sonnenuntergang. Schönstes Leben der Welt. Ich komme jetzt gleich nach Roncesvalles, beziehungsweise bevor ich nach Roncesvalles komme ich jetzt erstmal noch auf das kurze Stück, das ich zusammen mit dem Camino Frances laufe, also mit dem Jakobsweg. Und das ist die erste Etappe quasi von Saint-Jean-Pied-de-Port, wo viele anfangen nach Roncesvalles. Und ich bin mega gespannt drauf, die ganzen Pilger zu sehen. Keine Ahnung, weil das halt auch meine Anfänge sind. Das war der erste Fernwanderweg, den ich gelaufen bin, der Camino Frances. Und dadurch hat sich auch diese ganze Leidenschaft entwickelt. Da laufe ich jetzt hin und dann werden Pilger angeschaut. Take some beers down to the river, line up the cans, shoot 'em, bang, 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 killing the blues, bang, 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 bang. Alter, so eine Scheiße. Ich hatte es heute Morgen nicht gefilmt, aber ich habe mich heute Morgen verstiegen und musste dann den Endsteinberg wieder hoch und runter, der mit Gras bewachsen war, und ich bin dauernd weggerutscht. Und jetzt habe ich mich den ganzen Tag auf dieses Kaff da unten gefreut. Aldur das, irgendwie so. Es dann einen richtig schönen Supermarkt gibt. Ich habe mich so gefreut. Und jetzt komme ich in diese Ortschaft an und der Supermarkt hat zu, seit 10 Minuten oder so. Aber heute bin ich echt nicht gut drauf. Naja, 2 Tage noch morgen, noch ein langer Tag und dann übermorgen nach Hendaye. Dann ist vorbei.
Der vorletzte Tag ist angebrochen. Ich war vorher noch in der letzten Ortschaft kurz was einkaufen. Schön 2 Baguettes gekauft, die gefühlt 1 Meter lang sind und weit länger als mein Rucksack sind. Und jetzt geht's weiter. 50 Kilometer knapp noch bis ans Meer. Aber die Tage nach den hohen Bergen, die machen echt zu schaffen. Ey. Es ist so unglaublich heiß. Schweiß tropft in meine Augen. Die Wege sind oft nicht richtig zu erkennen. Überall sind Spinnennetze, die über die Wege hängen. Meine verschwitzten Beine sind leicht mit Rissen bedeckt, weil überall so scharfe Sträucher oder Dornen sind. Und ich muss gefühlt alle halbe Stunde eine Pause machen, auch wenn die Ausblicke eigentlich gar nicht so schlecht sind. 50 Kilometer noch. Und dann bin ich endlich am Meer. Ich kann es kaum erwarten gerade, wirklich. Ich kann es wirklich nicht erwarten. Vor mir kann man Laroun sehen. Das ist der letzte Berg. Geht's nochmal auf 900 Meter hoch, am besten noch heute. Und dann geht's nur noch nach unten Richtung Meer. Vielleicht kann man von da oben schon das Meer sehen, mal schauen. Aber das wäre jetzt noch das Ziel. Dann irgendwo das Zelt aufschlagen, dann ist der vorletzte Tag beendet. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich aussehen könnt, weil die Sonne ziemlich drauf scheint. Aber ich sehe das Meer. Ich bin ganz oben auf dem Berg und ich sehe das erste Mal auf meiner Tour das Meer. Ich sehe, wo es morgen hingeht. Ich sehe das Ende meiner Reise. Ich sehe das Ende der Tour und es ist gerade echt verrückt. Krass. Letzter Tag. Noch einmal meine Sachen zusammenpacken. Ich bin so dreckig, es ist so krass. Seht ihr das? Bett. All mein Zeug und dann geht's los. 15 Kilometer noch. Und ich bin am Strand. Auch ein letztes Mal in die Schuhe, ey. Ich habe so keine Lust mehr drauf. Die Socken sind schon löchrig und kaputt. Na gut, los geht's. Ich hab's geschafft. Krass. Ich hab's echt geschafft.